musst nur tun, was jeder von uns schon machen musste. Du musst weitergeben, was du gelernt hast. Ich kann nicht. Es ist nicht leicht. Bilde deine Schwester aus und mache sie zu einem Jedi. Suche neue Schüler und gründe den neuen Orden. Ihr habt ja recht. Habe ich das richtig verstanden, Leia? Sie haben die Mimissari-Mission abgebrochen? Ja, das haben wir. Es wurde zu gefährlich. Der Rest des Rates wird nicht sehr zufrieden sein, insbesondere Rat Faelia. Ich bin mir sicher, ich kann den Rat davon überzeugen, wie ernst die Situation war und immer noch ist. Also gut, ich zähle auf Sie, Captain. Wir sehen uns dann auf Coruscant. Aber wieso wollen Sie uns helfen? Wie bereits gesagt, gut nachbarliche Beziehungen pflegen. Ich werde es nicht vergessen. Halten Sie es für richtig, dem Imperium zu helfen? Diesen Leuten kann man nicht trauen. Ich weiß, wie man mit solchen Leuten umgehen soll. Machen Sie sich keine Sorgen. Nun aber zurück zum Geschäftlichen. Sie wollten gerade Verbesserungen in meinem Unternehmen vorschlagen? Die Isalamiri konnten erfolgreich an Bord gebracht werden, Admiral. Sehr gut. Lieutenant Telisk, leiten Sie einen Sprung in den Hyperraum ein. Ziel Raylan. Willkommen auf Wayland, Captain. Ich verstehe immer noch nicht, was wir hier wollen, Admiral. Der Imperator hatte viele geheime Verstecke, von denen niemand wusste. Dort bewahrte er alle Schätze und experimentelle Gegenstände auf, die er geheim halten wollte, da diese mächtig und wertvoll waren. Eines davon ist auf Wayland. Ich habe lange gesucht, doch endlich sind wir da. Am richtigen Ort. Und wofür benötigen Sie die Isalamiri? Für den Wächter. Den Wächter? Ja, Captain. Der Imperator wird seine wertvollsten Schätze wohl kaum unbeaufsichtigt lassen, oder? Und falls es sich bei dem Wächter um einen dunklen Jedi handeln sollte, kommen die Isalamiri zum Einsatz. Ein dunkler Jedi? Warum sollte der Imperator einen Jedi seine Schätze bewachen lassen? Oh, Captain. Es gibt noch einiges, das Sie lernen müssen. Der Imperator war selbst ein dunkler Machtnutzer. Ein Sith. Was? Ich werde es Ihnen später erklären. Jetzt haben wir Wichtigeres zu tun, Captain. Natürlich. Was wollt ihr hier? Wir wollen in die Schatzkammer des Imperators. Nur ich habe Zugang zu dieser Kammer und ich werde euch nicht einlassen. Der Imperator ist tot.
Ich habe die Führung des Imperiums übernommen. Aus logischer Sicht untersteht ihr jetzt mir. Und ich befehle euch, die Kammer zu öffnen, Wächter. Mein Name ist Jeru Sabayoth, Jedi-Meister. Ich habe den Wächter getötet. Und dasselbe werde ich nun mit euch tun. Wie ist das möglich? Machen wir einen Handel. Ich sage euch, wie ich das angestellt habe, und ihr lasst uns dafür in die Kammer. Also schön. Hier ist der Zugangscode. Ich war sowieso nie an den Schätzen interessiert. Jetzt erzählt mir, wie habt ihr das gemacht? Ich habe es nicht gemacht, sondern die Ysalamiri, die kleinen Tiere hinter mir. Diese Wesen erzeugen eine Blase, welche jeden Versuch auf die Macht zuzugreifen in einem kleinen Bereich verdrängen. Je mehr man von ihnen hat, desto größer der Radius. Deswegen hörte euer Blitz auf, kurz bevor er mich hätte treffen können. Ah, äußerst interessant. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich vermute allerdings, dass sie nicht nur wegen der Schätze gekommen sind. Habe ich recht? Sie sind ein kluger Mann, Sabayoth. Ja, ich habe gehofft, dass jemand die Kammer bewacht, der die Macht nutzen kann. Denn ich brauche sie für meine Männer. Wieso brauchen Sie mich für Ihre Männer? Unsere Soldaten waren zwar sehr gut trainiert und konnten einige Schlachten für sich entscheiden. Doch während der Schlacht von Endor nutzte der Imperator die Macht, um die Männer noch besser kämpfen zu lassen. Er kontrollierte jeden einzelnen Soldaten und jedes einzelne Crewmitglied der Schiffe, um in der Schlacht motivierter und besser zu sein. Nur so konnten wir es mit der gesamten Rebellenflotte aufnehmen. Was? Das ist unmöglich. Ich bitte Sie, Captain. Sie waren dabei während der Schlacht von Endor. Nachdem der Imperator gestorben und der Todesstern explodiert ist, haben alle gekämpft wie Kadetten. Ich kenne die Berichte und es gibt nur eine logische Erklärung. Der Imperator hat sie beeinflusst. So viel steht fest. Nun, ich gebe zu, jetzt wo Sie es sagen, ich befürchte, Sie haben recht. Ganz genau. Und Sie wollen, dass ich das für Sie mache? Dass ich Ihre Männer beeinflusse? Ja. Was könnt ihr mir dafür bieten? Das, wonach es einem Jedi-Meister verlangt. Macht. Macht über die Welten. Die endgültige Niederschlagung der Rebellion. Die Wiedererrichtung der glorreichen neuen Ordnung des Imperiums. Sie verstehen die Macht nicht, Großadmiral Thrawn. Welten zu erobern und zu beherrschen, die sie kein zweites Mal sehen werden, ist keine Macht. Das hier ist Macht. Diese Stadt, dieser Planet, dieses Volk. Jeder Mensch, Poseidon und Minoresh, der hier lebt, ist mein. Mein! Ihr zieht also eine andere Art von Macht vor, Meister Sabayoth? Das kann ich euch geben. Wobei, ihr herrscht ja vermutlich bereits über andere Jedi. Andere Jedi? Oh ja, es gibt andere Jedi in der Galaxis. Was meint ihr wohl, wie der Imperator besiegt werden konnte? Es war der Jedi-Ritter Luke Skywalker. Ich kann ihn entführen und zu ihnen bringen lassen. Nein, wenn Skywalker den Imperator besiegen konnte, ist er bereits zu stark mit der Macht verbunden. Sein Geist lässt sich nicht nach meinem Bilde formen. Er hat auch eine Schwester, welche, soweit wir wissen, ihre Jedi-Fähigkeiten bisher nicht eingesetzt hat. Sie wäre dazu geeignet, meine Schülerin zu werden. Ihr Geist ist noch schwach und formbar. Das lässt sich einrichten. Ich werde meine Nokri auf Leia Organa Solo ansetzen. Nein, ich will sie beide. Auch das ist möglich. Gut, dann helfe ich Ihnen. Sehr gut.
Leutnant Telisk, ich möchte, dass Sie Meister Sabayoth auf die Chimäre begleiten. Wie Sie wünschen, Admiral. Oh, ich wusste nicht, dass wir Besuch haben. Hallo, Winter. Hallo Han, ich dachte, ich schau mal vorbei. Ich habe von dem Angriff auf Bimisari gehört und wollte nur sicher gehen, dass es euch und den Kindern gut geht. Den Kindern? Oh, ja, richtig. Entschuldige. Han vergisst manchmal, dass ich schwanger bin. Tut mir leid. Ich bin es einfach nicht gewohnt. Uns geht's gut soweit. Ich komme gerade von Mon Mothma. Die Verhandlungen sind wohl wieder in vollem Gange und ohne Komplikationen. Sieht so aus, als hätte Felia wohl doch kompetente Leute. Und wie geht es dir, Winter? Wie geht's deinem Mann? Oh, mir und Taiko geht es gut. Wir sehen uns nur leider im Moment nicht so oft, da er viel mit der Renegatenstaffel unterwegs ist. Das Problem habe ich nicht. Zum Glück wurde mir Han als Eskorte für meine diplomatischen Einsätze zugeteilt, seit er seinen Generalsrang abgegeben hat. Ich wurde dir nicht zugeteilt. Ich habe darauf bestanden. Das stimmt. Mir fällt gerade ein, ich habe gleich noch ein Training mit Luke. Ich sollte mich lieber auf den Weg machen. Oh, na dann viel Spaß. Danke. Die Chimäre hat sich der Flotte wieder angeschlossen, Admiral. Und wir sind bereit, nach Bibfisch zu springen. Sehr gut. Ist Meister Sabayoth ebenfalls bereit? Ja, Sir. Aber mit Verlaub, ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Meister Sabayoth scheint mir etwas, verrückt zu sein. Nun, er ist ja auch nicht der Jedi Joruus Sabayoth. Was? Der Jedi-Meister Joruus Sabayoth ist tot. Ich weiß dies, weil ich ihn selbst getötet habe. Wie ist das möglich? Ich weiß nicht, ob Sie damals schon hoch genug im Rang waren, aber sagt Ihnen das extragalaktische Flugprojekt etwas? Nicht viel. Nur, dass es wenige Jahre vor den Klonkriegen ins Leben gerufen wurde, um die unbekannten Regionen zu erforschen und dass sich mehrere Jedi-Meister an Bord befanden. Ansonsten weiß ich nur noch, dass sie verschwunden sind. Richtig, sie wurden angegriffen von einem Trupp, den ich anführte. Der Imperator erkannte schon früh die Gefahr der Jedi und wollte sich die Gelegenheit nicht nehmen, gleich 6 Jedi-Meister zu töten. Aber wenn das nicht Jedi-Meister Joruus Sabayoth ist, wer ist er dann? Er ist selbstverständlich ein Klon. Achten Sie auf die Aussprache des Namens Joruus. Aber wie ist das möglich? Soweit ich weiß, wurden die Klonanlagen auf Kamino vom Imperium stillgelegt. Ich gehe davon aus, dass dieser Klon sehr alt ist. Die Gewebeproben mussten kurz vor seinem Tod entnommen worden sein. Außerdem gibt es mehr als einen Weg, jemanden zu klonen. Zum Beispiel mit Hilfe von Spaati-Zylindern, welche auch zu der Technologie gehören, die wir auf Wayland mitgenommen haben. Sie werden nützlich für uns sein, vor allem da wir jetzt wissen, dass es möglich ist, machtsensitive Wesen zu klonen. Moment mal. Haben Sie etwa vor, unsere Soldaten zu klonen? Ganz genau, Captain. Ich möchte sie klonen. Verdammt, ich dachte wirklich, ich könnte dich dieses Mal schlagen. Keine Sorge, das nächste Mal wirst du es schaffen. Ich weiß, aber dieses Mal habe ich wirklich etwas gespürt. Ich war tief verbunden mit der Macht und trotzdem konnte ich dich nicht schlagen.
Ich weiß, ich muss geduldig sein und mich auf meine Gefühle verlassen. Aber ich denke, ich muss meine Kampftechnik noch verfeinern. Und genau weil du so denkst, ist bei mir keine Ausbildung mehr meinerseits vonnöten. Aber ich konnte dich nicht besiegen. Darum geht es auch nicht. Ich bin ein Jedi-Meister, zumindest versuche ich das. Ich trainiere schon sehr viel länger als du und habe viel Übung. Und genau das brauchst du jetzt. Übung. Die Techniken kannst du. Du musst nur noch üben, sie zu verbessern und zu beherrschen. Aber du besitzt die Einstellung und die Kraft einer Jedi. Und deshalb ist deine Ausbildung bei mir beendet. Ist Meister Sabayoth ebenfalls bereit? Ich bin immer bereit. Was ist denn hier los? Wir scheinen mitten in einer Schlacht gelandet zu sein. Ich berechne einen Sprung aus dem System. Nein, warten Sie, Torf. Sehen wir uns das mal an. Aber Sir, wenn die Imperialen mitbekommen, dass wir hier sind, werden sie uns in Stücke schießen. Nein, das werden sie nicht, Torf. Für dies sind wir ein einfacher Frachter, der sich zufällig ins System verirrt hat. Das sind wir ja auch. Nun, so sind wir in das System gekommen. Doch jetzt sind wir ein stiller Beobachter. Das könnte interessant werden. Sie verlassen das System. Wie? Jetzt schon? Einer der Sternzerstörer ist auf Lichtgeschwindigkeit gegangen. Die anderen bereiten sich vor. Interessant. Ein Blitzangriff. Und das mit Sternzerstörern. So etwas sieht man nicht alle Tage. Ich habe gehört, dass es so etwas schon vor ein paar Monaten im Drug-Christ-System gegeben hat. Allerdings war an diesem Blitzangriff nur ein Sternzerstörer beteiligt. Merkwürdig, wie sich die Jäger im Einklang bewegt haben, als wären sie alle eine Person. Ich gehe jede Wette ein, dass Großadmiral Thrawn hinter dieser neuen Strategie steckt. Trotzdem ist es merkwürdig. Im Vergleich zu den Vorteilen, die sie ihm bringt, ist das Risiko extrem groß. Was auch immer es sein mag, es ist mit Sicherheit etwas Hochkompliziertes. Thrawn war nie ein Freund einfacher Lösungen. Selbst damals, als das Imperium noch Stil und Raffinesse zeigte, war er allen anderen überlegen. Sie scheinen einiges über den Großadmiral zu wissen. Ich weiß eine Menge über viele Dinge. Deshalb haben sie mich schließlich auch zur Stellvertreterin gemacht, nicht wahr? Touché. Da verschwindet das nächste Schiff. Sollen wir beschleunigen? Es dauert nicht mehr lange, dann sind alle fort. Oh, die Verspätung spielt keine Rolle. Wie meinen Sie das? Die Verspätung spielt keine Rolle. Wir werden erwartet. Das stimmt. Unglücklicherweise wartet man in diesem System auch auf eine Entlastungsflotte der Neuen Republik. Dies ist nicht gerade die ideale Situation, wenn man eine Ladung Schmuggelware an Bord hat. Warum sollte die Neue Republik eine Flotte schicken? Sie würde ohnehin zu spät kommen. Schon, aber darum geht es nicht. Es geht darum, durch eine Machtdemonstration bei den Planetenbewohnern den Eindruck zu erwecken, dass sich so etwas niemals wiederholen wird. Außerdem wird man bei den Aufräumungsarbeiten helfen wollen. Natürlich.
Wie dem auch sei, es wäre ein Fehler, den Planeten jetzt anzufliegen. Wir schicken Ihnen von unserer nächsten Station eine Nachricht, dass wir in einer Woche einen neuen Versuch machen werden. Sind Sie bereit, Mara? Ja. Ein weiterer Angriff der Imperialen. Im Moment kommt das viel zu oft vor. Das bekräftigt nur noch mehr meine Aussage, was wir radikaler vorgehen müssen, um das Imperium aus der Galaxis zu vertreiben. Radikaler? Wollen wir sie etwa genauso behandeln wie sie uns? Ich finde ihre Methoden äußerst beunruhigend, Rat. Leia, Sie kommen gerade rechtzeitig. Admiral Akbar und Rat Felja sind gerade fertig geworden. Haben Sie Ihr Training bei Skywalker beendet? Nun, mehr oder weniger. Gut, denn ich habe eine wichtige Mission für Sie und Captain Solo. Es gab einen weiteren Angriff auf Bibfesh. Ich möchte, dass Sie beide dorthin fliegen und sich die Lage ansehen. In Ordnung. Gibt es sonst noch etwas, das wir über die Mission wissen sollten? Da die Bibfaschi bereits einige negative Erfahrungen mit dunklen Jedi gemacht haben, ist es dieses Mal nicht möglich, dass Jedi Skywalker sie begleitet. Ein dunkler Jedi? Es stimmt. Ich habe das schon einmal in den Archiven des Imperialen Senats gelesen. Das Fiasko war nicht auf Bibfesh beschränkt. Einige dieser Jedi sind entkommen und haben im ganzen Sluis-Sektor gewütet. Einer ist sogar bis nach Dagobah gelangt, ehe er gefangen wurde. Dagobah? Was ist, Luke? Kommt dir der Planet bekannt vor? Oh, ja, vielleicht. Ist aber nicht so wichtig. Wäre es für Sie in Ordnung, dieses Mal nicht mitzufliegen? Von mir aus. Ich werde ebenfalls Coruscant verlassen, falls Sie für eine Weile auf mich verzichten können. Gut. Und ihr wollt sicher nicht, dass ich mitkomme? Ich fühle mich unwohl, euch allein zu lassen, mit dem, was auf Bimisari passiert ist. Ich würde mich auch besser fühlen, wenn du dabei bist. Mach dir keine Sorgen, Luke. Ich kann mich doch jetzt besser verteidigen. Das verstehe ich, aber passt einfach auf euch auf. Natürlich, Luke. Ich passe schon auf sie auf. Schon klar. Hey, ich mach das schon. Möge die Macht mit dir sein, Han. Wie immer. Es wird Zeit, Coruscant mal wieder zu verlassen. Ich denke, es wird Zeit, einen Ort unserer Vergangenheit wieder aufzusuchen. Die Macht wird mich leiten. Ja, ja, 2, ich weiß, dass die Macht nicht den X-Wing leiten wird. Das ist deine Aufgabe.